Mich fasziniert es, dass der Werkstoff schon Millionen von Jahren alt ist und wir hochpräzise Maschinenkomponenten daraus erstellen. Wir wollen mit unseren Kunden die besten Maschinen der Welt bauen. Hallo und herzlich willkommen beim Reitz-Tech Videoblog. Schön, dass Sie da sind und schön, dass du da bist, Christopher Reitz von Reitz Natursteintechnik. Hallo Christina, schön, dass es geklappt hat und ich bin auf deine Fragen gespannt und hoffe, dass ich die auch alle schön beantworten kann. Da bin ich überzeugt von. Christopher, wir haben in der letzten Folge schon einige Dinge gelernt über den Werkstoff Granit. Jetzt würde ich ganz gerne ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Du bist in der Geschäftsleitung von Reitz Natursteintechnik. Erzähl mal, wie kam es dazu? Ja, das ist mir durch meinen Vater natürlich und durch meine Mutter sehr früh in die Wiege gelegt worden. Und meine Mutter sagt immer, bis 3 Jahre war ich ein sehr ordentlicher Junge, weil dann bin ich mit meinem Vater das erste Mal in der Firma gewesen und da wurde mir dann gleich von ihm und unseren Kollegen erklärt, wie man die Hände an der Hose abwischt. Und ja, und in einem Grundschulalter dann auch mit 7 Jahren bin ich dann das erste Mal mit meinem Vater auch mit Touren nach Nordeuropa, um Material zu kaufen. Und mit 7 Jahren schon? Ja, mit 7. Da habe ich auch eine kleine Anekdote zu, weil ich war in der Grundschule und in der Grundschule gibt es ja immer so einen schönen Stuhlkreis. Am Anfang und so, am Anfang, ne? Genau. Und dann bin ich da hingekommen und die Lehrerin sagte auf einmal, erzähl doch mal, was los war. Und dann habe ich erzählt, ja, nach dem Schulende freitags sind wir nach Schweden geflogen, mein Vater und ich. Und dann habe ich ihr erzählt, was wir da gemacht haben. Und auf einmal sagt die, das wird nicht stimmen, ich würde lügen. Und dann habe ich gesagt, nein, das stimmt. Und bin dann einfach aufgestanden und bin aus dem Raum gegangen. Und das fand die natürlich nicht lustig. Und dann hat nachmittags bei uns zu Hause das Telefon geklingelt. Aber meine Mutter konnte das zum Glück ja bestätigen. Da haben sie es aufgelöst, dass du nicht gelogen hast. Genau, und ich war in Schweden das Wochenende mit meinem Vater und haben Material gekauft. Und natürlich, und das ist auch das, was mir, wie gesagt, in die Wiege gelegt wurde. Und so bin ich auch in den älteren Jahren in die Jobs mit reingekommen, bei uns im Haus, auch beim Kunden und bei Montagetätigkeiten war ich dann immer mit meinem Vater unterwegs. Das sieht ja so aus, als wärst du dann wirklich schon sehr, sehr früh dem Charme des Werkstoffs erliegen. Wie sieht es denn aus? Wie bist du denn in der Geschäftsleitung gelandet? Ja, das ist durch meine Ausbildung als Industriemechaniker. Dann habe ich da noch 2 Jahre als Monteur gearbeitet. Dann habe ich meinen Maschinenbautechniker gemacht. Nach meinem Maschinenbautechniker habe ich noch meinen Betriebswirt dran gehängt, weil das ist auch wichtig, wenn man ein Unternehmen führen möchte und auch übernehmen möchte. Und dann habe ich Anfang 2016 bin ich bei uns in die Firma gekommen. Das war auch, wo wir viel Arbeit hatten, eine neue Produktionshalle gebaut, habe ich komplett Instandhaltung, unsere Fertigungshalle, Halle 6, wo wir vollautomatisiert die Werkstücke produzieren. Und das habe ich zum Laufen gebracht. Und danach, jetzt zur Zeit, ist mein Job, die komplette Produktion zu leiten. Da habe ich ein Team hinter mir mit Betriebsleiter, 2 Fertigungsleiter und dann natürlich unterstütze ich meinen Vater im Vertrieb und unseren Vertriebler. Du hattest gesagt, du warst früh mit deinem Vater unterwegs. Dein Vater hat auch das Unternehmen gegründet, stimmt's? Genau. Mein Vater hat das Unternehmen 1986 gegründet. Nur da ist zu sagen, die Familie Reitz hat schon seit 1946 mit Granit zu tun. Mein Opa hat da eine Firma schon gegründet für Grabsteine, Küchenarbeitsplatten. Und den richtigen Durchbruch bei Reitz Natursteintechnik hat mein Vater 1987 mit unserem ersten Kunden, der in der Messtechnik tätig ist und seitdem auch ein langjähriger Partner von uns ist, der uns gezeigt hat in 1987, wie vermisst man die Produkte und wie bearbeitet man auch die in der Feinstbearbeitung, das Leppen. Also der ist wirklich seitdem euer Kunde auch bis heute. Also ihr seid ja schon richtige Experten. Sag mir doch mal, was fasziniert dich denn an dem Werkstoff Granit so? Ja, mich fasziniert es, dass der Werkstoff schon Millionen von Jahren alt ist und wir hochpräzise Maschinenkomponenten daraus erstellen und dass die uns täglich im Leben über den Weg laufen. Ob es Elektro, ob es Automotive, ob es erneuerbare Energien sind. Also wirklich fast überall sind irgendwelche Komponenten enthalten, die auf euren Maschinenbetten beruhen, kann man das so sagen? Ja. Okay, dann jetzt mal ganz konkret, Christopher. Was sind denn eure Stärken? Was sind die Stärken von Reitz Natursteintechnik?
jahrelange Erfahrung von 1986. Dann unser Know-how, das kann uns keiner nehmen durch unseren Vertrieb, unsere Techniker, die wir im Haus haben. Dann natürlich unsere Fertigungstiefe, die wir besitzen, über unsere eigenen Konstrukteure, ein super Team an Monteuren, die an den Werkstücken jeden Tag arbeiten. Und dann sind wir auch noch Partner von mittelständischen und großen Firmen und das halt schon über viele, viele von Jahren. Wir lieben und leben den Werkstoff Granit und das ist halt wirklich, was uns Reitz Natursteintechnik ausmacht. Was zählt denn alles zu eurem Portfolio? Unser Portfolio besteht daraus Maschinenkomponenten aus Granit und aus Beton. Jetzt kann man nicht sagen, wir haben Katalogware. Wir haben von der Einzelteilfertigung bis zur Serienproduktion, können wir dem Kunden alles anbieten, was wir mit ihm gemeinsam erarbeitet haben. Also ganz individuell. Bis hin zur Serienfertigung. Du hattest mir ja eben schon ein paar Branchen genannt. Könntest du das nochmal verifizieren? In welchen Branchen seid ihr überall tätig? Wir sind in der Messtechnik vertreten. Das berührt uns im täglichen Leben. Automotive, erneuerbaren Energien und auch Flugzeugindustrie. Dann sind wir vertreten in den Bearbeitungszentren und Werkzeugmaschinen, das heißt Drehen, Fräsen, Schleifen, Honen und auch natürlich in der Optik sind wir auch vertreten, das sind Optikschleifmaschinen. Und dann haben wir noch einen großen Punkt, das ist zum Beispiel die Elektrobranche. Da gehört Leiterplatten, Bestücken von Leiterplatten, Vermessen von Leiterplatten, dann natürlich auch noch die Halbleiterindustrie. Und dann haben wir noch einen Part, das ist das Bedrucken von Banderolen zum Beispiel, Textildruck oder auch sogar Glas und Solar. Ihr seid in ganz schön vielen Branchen unterwegs, würde ich sagen. Ja, und es gibt halt noch weitere Projekte und Produkte. Man muss einfach mit uns in Kontakt treten, weil man kann genau das, was man in Guss und Stahl herstellt, auch aus Granit herstellen. Man muss halt ein paar Kleinigkeiten beachten. Gut, dass du es sagst, weil wenn ich jetzt ein Kunde bin, wie läuft denn überhaupt der Kontakt so ab? Wie läuft der Auftrag ab? Ja, die Anfrage kommt rein und wir schauen natürlich und nehmen auch Kontakt auf, ob es der Konstrukteur oder der Einkäufer ist. Zum Beispiel, wenn es der Konstrukteur ist, geht es oft um eine Neuentwicklung. Da ist auch sehr gut bei der Neuentwicklung, dass wir früh mit ins Boot genommen wurden, weil wir können ihm Sachen aufzeigen, die er wahrscheinlich noch nicht vorher kannte. Und wir können da auch gucken, dass es auch durch den Prozess bei uns im Haus optimal läuft. Und wenn wir eine Anfrage haben über den Einkauf, kann man natürlich noch schauen, was kann man optimieren. Und das sind die 2 Punkte, die am meisten uns berühren. Also nochmal kurz zusammengefasst, was wir vorhin schon sagten. Es macht wirklich Sinn, früh in den Prozess einzusteigen, ne? Genau. Am besten gleich, wenn der Konstrukteur eine neue Idee hat, mit seinen Entwicklungsleitern uns mit ins Boot zu nehmen. Und wir würden den optimalen Prozess bis hin zur fertigen Maschine mit ihm begleiten. Ja, das macht Sinn. Wie soll es denn bei Reitz Natursteintechnik in der Zukunft weitergehen? Ja, wir wollen Systemlieferanten unserer Kunden, unserer Partner werden. Das heißt, ich möchte mehr Montagetätigkeiten von unseren Kunden übernehmen und das heißt, ich bin die verlängerte Werkbank für unsere Kunden. Und ja, mein Slogan ist dazu, wir wollen mit unseren Kunden die besten Maschinen der Welt bauen. Also dann nochmal für mich ganz präzise auf den Punkt gebracht. Warum Reitz Natursteintechnik und nicht ein Wettbewerber? Ja, wir sind seit 35 Jahren am Markt bekannt, haben eine sehr hohe Fertigungstiefe vom Steinbruch bis hin zum fertigen Produkt. Wir haben aktuell über 125 super motivierte Mitarbeiter, die alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Dann sind wir ein Familienunternehmen, was zuverlässig, herzlich und menschlich agiert. Stichwort Familie. Du bist ja 2021 Papa geworden. Nochmal herzlichen Glückwunsch Dankeschön. dazu. Jetzt mal Hand aufs Herz. Was ist schwieriger? Eine neue Maschine zu konstruieren oder Charlie die Flasche zu geben? Ja, das ist eine schwere Frage, aber es ist einfacher, mit dem Kunden eine Maschine zu konstruieren und auch Problemstellungen zu beheben. Aber natürlich muss man sagen, es ist das Schönste der Welt, was so ein kleiner Mensch und wie aktiv er schon ist. Es macht echt mega Spaß. Jedes Mal, wenn man nach Hause geht, weiß man, wo man hingeht.
Das finde ich ein total super Schlusswort von dir. Vielen Dank dafür. Danke. Wenn Sie weitere Informationen haben möchten oder die Experten von Reitz Natursteintechnik kontaktieren möchten, finden Sie die Daten jetzt hier eingeblendet. Die Experten von Reitz freuen sich schon, stimmt's, oder? Definitiv, wir warten. Dann vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für deine Zeit und Gerne. bis zum nächsten Mal. Es lohnt sich.